So. Futterboot ist wieder da. Sehr schön. Aber viel interessierter bin ich natürlich an dem Inhalt der Tasche. Mein Futterboot. Noch eine Box. Tasche. Boot. Fernbedienung. Unboxing. Ich erinnere mich wieder. Ich glaube, wir hatten einmal alles hingeschickt zur Generalüberholung. Es gibt ja diese Inspektion. Kommen wir gleich zum Thema. Stellen wir mal weg. Die schönen praktischen Stoffbeutel auch. Boot. RT4. Futterboot. Maßstab. Das Futterboot. Hier steht's. Wir alle kennen das Problem, das Futterboote haben. Sie machen Haufen. Ähnlich wie wir Menschen machen auch Futterboote Haufen. Und über einen längeren Zeitraum reagieren da die Fische allergisch drauf. Ja? Also wenn wir jetzt die Luke öffnen, bumm, alles Futter fällt auf einen Platz. Immer das gleiche Schema. Irgendwann, der Fisch ist ja auch nicht ganz doof, kommt er drauf, oh, da winkt Gefahr. Da fresse ich lieber nicht in der Nähe. Und diesem Problem hat sich Carp Lounge Tackle angenommen und ich bin erstmal absolut begeistert von der Idee, die hier umgesetzt haben und bin jetzt gleich mal gespannt, ob das System wirklich so Plug and Play ist, wie sie es versprechen. Also, um was handelt es sich? Es handelt sich um Futterschnecken. Ja? Also es ist nicht um Nussschnecken und Quarkschnecken und so Zeug, sondern um Schnecken, die das Futter verteilen. Wir haben hier diese Luken als Aufsätze und drunter befinden sich Futterschnecken. Diese Futterschnecken drehen sich und durch diese Drehbewegung wird das Futter ganz langsam abgeworfen. Das heißt, wir können Futterspuren legen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, drehen die sich auch nur und werfen Futter ab, wenn wir den Hebel an der Fernbedienung, müsste der hier sein, für rechts oder für links, betätigen. Heißt, wenn wir nichts abwerfen wollen, machen wir auch kurz Pause und lassen dann wieder ab. Das werden wir uns jetzt gleich mal noch hoffentlich in ganzer Funktion. Ich weiß nicht, ob diese Akkus geladen sind, das Paket steht auch schon länger rum. Aber ihr versteht das System, ihr versteht das Prinzip. Es ist genial. Hoffen wir, dass es auch funktioniert. Also erstmal Akkus rein. Hatte ich nach Antennen gefragt? Hier sind noch irgendwelche Stecker und so. Klack, klack, so einfach ist das hier, ne? Machen wir mal zu. Also hier haben wir die Futterluke, ne? Futterluken, die sich bei gedrücktem Hebel öffnen. So, die lassen wir offen und setzen die neuen Futterstecken ein, die sich hier einfach über einen 3,5 mm ist es, glaube ich, Klinkenstecker. Ich setze mal noch die zweite rein. Also die passen wie Arsch auf Eimer. Mega gut gearbeitet.
Dann kommt der Deckel hier drauf. Wunderschön gemacht. Da gibt es übrigens auch extra größere noch, in die man dann viel mehr Futter reinbringt. Es ist wirklich einfach. Ich hatte gerade das Futterboot an, das war ein Fehler, dann sind sie gleich losgegangen. Also, Futterboot ausmachen, Futterluken rein, Futterschnecken, tschick, Klinkenstecker rein, Futterboot wieder anmachen. Es klickt, ich warte mal, ich denke, das ist das Signal, wenn es geklickt hat. Fernbedienung an, aber da muss ich jetzt auch eigentlich nur diesen Hebel mal nach oben halten. Und jetzt sehen wir, dass die Futterluken gefüllt sind mit den Schnecken. Und jetzt bewege ich mal den Hebel hier an der Fernbedienung. Und sie bewegen sich gleichzeitig. Die drehen sich schön langsam. Und das Interessante ist, wie vorhin schon gesagt, ich kann halt auch die Geschwindigkeit über diesen Hebel sogar steuern. Und wenn ich ihn loslasse, hört es auf. Das heißt, ich kann mit dem Boot weiterfahren oder wenig Strecke machen und bestimmen, wie schnell sich die Schnecken drehen. Ganz geil, ne? Also wir fassen zusammen. Wir können das ganze System mit einer oder zwei Schnecken benutzen. Und wir können es auch mit einer oder zwei Schnecken nachrüsten lassen. Wenn wir die Schnecke neu anschließen, machen wir erstmal alles aus. Da kommt hier passgerecht alles rein, dann machen wir es wieder an. Klack. Wenn sich die Futterluke öffnet, darf man die Fernbedienung anmachen. Dann halten wir den Knopf gedrückt, damit das nervige Gepiepse ausgeht. Und dann können wir hier fahren mit unserem Boot. Super leise. Sind die neuen Jets drin. Viel leiser als die alten. Und wenn wir dann am Platz sind oder uns einen Platz aufbauen wollen, fahren wir so vor uns hin und können eben schneller oder langsamer oder auch mal ein Stück weit gar nicht und nur weiterfahren, unser Futter abwerfen. Egal wie groß es ist, egal ob es größere Boilies sind oder Hanf oder Partikel oder irgendwelches Staubfutter oder so. Geil, richtig gut. Ihr könnt es nachrüsten an eurem RT4-Boot. Kostet je nachdem wie viel ihr reinstecken wollt, heißt eine oder zwei Klappen, 330 bis 400. Und wenn ihr es direkt so generiert mit einem neuen Futterboot, dann spart ihr 50 €, weil dann ist der Einbau umsonst. Und es gibt noch für 50 € die Möglichkeit, auch gleich einen Check-up-Service machen zu lassen. Den habe ich jetzt hier auch gemacht. Heißt, das müsst ihr auf der Website nochmal nachlesen, die checken dann irgendwie 80 Punkte am Boot, sämtliche Elektronik, überholen alles. Und wenn euch da irgendwie mal so ein Stöpsel irgendwie fehlt oder besser dran wäre, dann bringen die das auch auf den neuesten Stand. Und bin erstmal angetan. Plug and Play, nicht zu viel versprochen und ein absolut sinnvolles Konstrukt, eine mega gute Weiterentwicklung vom Futterboot. Beide Daumen hoch. Gut gemacht, Carp Lounge. Okay. Ich habe eine Nacht drüber geschlafen, hier mal aufgeräumt und festgestellt, ich habe etwas zu explosiv ausgepackt. Tatsächlich war diese Anleitung gleich zweimal mit drinne und da steht erstens mal drauf, dass man die Schnecken nicht im angeschalteten Zustand einstecken soll. Haben wir auch schon festgestellt, aber hätte ich vermeiden können. Und eine weitere extrem wichtige Zusatzinformation betreffend einen kleinen Hebel, der hier oben drinne sitzt. Wenn man den nach oben stellt, lässt sich nämlich sehr wohl nur eine Futterschnecke bedienen. Wenn man die nach unten stellt, sind sie parallel geschalten. Gucken wir uns das kurz an. Ich habe jetzt mittlerweile nämlich auch hier raus, wie das alles funktioniert.
So. Und jetzt gucken wir mal. Wir sehen, es funktioniert nur die rechte oder die linke. Und besonders wenn wir beide Futterschnecken benutzen, kommen uns natürlich die Quick Release Kopplungen zugute. Da können wir nämlich dann unsere Vorfächer hier einhängen und so weiter und so fort. Wir wollen nicht nochmal das ganze Futterboot aufrollen, nur nochmal einen kleinen Blick auf den Schalter hier oben. Ja, obere Stellung, einzeln benutzbar, untere Stellung, parallel geschalten. Jo. Ich habe mittlerweile übrigens auch rausgefunden, für was diese ganzen Antennen sind. Sie sind auch schon beschriftet gewesen. Eine fürs Echolot, eine fürs Boot, eine für die Fernbedienung und jede nochmal als Ersatz. Das ist gut mitgedacht. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mir die Fernbedienung mittlerweile markiert. Da stehen die verschiedenen Hebel und Funktionen drauf. Es ist wirklich allerhand, ein top durchdachtes Teil und ja, ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, die im Wasser auszuprobieren.